Moin moin Freunde, bevor das Video losgeht, wollte ich nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, am Freitag um 18 Uhr startet der nächste Livestream. Wir fangen an mit Shakes and Fidget und werden danach direkt in die See stechen, in Sea of Thieves. Ja, und von der Partie wird unter anderem mit der Sergio sein, deswegen freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf und hoffe, ihr seid da auch am Start. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Seit langer Zeit, seit sehr langer Zeit mal wieder eine Episode von W50 mit meinem Krieger. Ja, ist wirklich schon echt lange her. Wir sind hier jetzt mittlerweile Stufe 445 und haben auch schon ganz gute Punkte am Start, ganz gute Skill Points. Wer, ja, weiß ich nicht, die Livestreams, ich glaube, ich hatte zuletzt W50 im Livestream immer mal gezeigt, aber Videos gar nicht so gemacht. Wer die verfolgt haben sollte, der weiß, dass ich mit Edelsteinmine Stufe 50 mich komplett einmal neu steintechnisch equippen möchte. Und das macht dann schon ordentlichen Unterschied aus. Ich finde so 1300er, sogar über 1300er teilweise, vielleicht sogar 1350er ungefähr. Also da ist ordentlich Improvement. Wenn man sich hier mal so die Steine anschaut, sieht man, dass die alle sehr alt sind. Und wenn ich mich damit einmal komplett neu equippe, dann sieht das Ganze hier schon wieder ganz anders aus. Bis dahin aber erstmal Gemach. Da wollen wir jetzt hier nicht weiter irgendwas überstürzen hier. Und solange ja, werden wir hier erstmal noch ein bisschen ja, farmen und Level aufsteigen, denn umso höher man natürlich im Level ist, ja, umso besser werden die Edelsteine ja dann auch logischerweise, ne? Und deswegen kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, ich habe hier ein bisschen Ressourcenproblem. Seitdem her mache ich auch mal hier und da wieder einen kleinen Angriff hier und da mal, wo wir ein paar Ressourcen uns snacken können. Weil Holz bei mir tatsächlich, ja, ich weiß, es ist komisch, dass in der Holzfällerhütte Holzmangel ist. Das ist ziemlich schade, ne? Obwohl, ich muss dazu sagen, dass die Holzfällerhütte ordentlich Holz vor der Hütte hat. Das kann ich, also so viel kann ich auf jeden Fall schon mal euch vorwegnehmen. Mit der Gilde läuft soweit alles tipptopp, würde ich sagen. Wir haben sogar momentan echt eine ziemlich große Warteliste, wie ich finde, mit guten Spielern. Hier und da muss man immer mal schauen, dass die Leute auch am Ball bleiben. Manchmal ja, brauchen die Leute so einen kleinen Anstupser, aber ich denke mal, das ist überall so. Aber ansonsten können wir uns eigentlich nicht beklagen. Wir haben jetzt die letzten Tage auch die 9-köpfige Hydra legen können, was auch ganz nice ist. Und sind hier momentan auf W50 immer noch stabil auf unseren 5. Platz. Wir müssen aufpassen, dass uns die Shadowhunters nicht überholen. Die sind ja eng hinter uns, ne? Aber ansonsten ja, ist der Abstand natürlich zu den ja, zur vierten Gilde immer noch ziemlich hoch. Aber ich denke mal, das sollten wir hoffentlich noch halten. Und wie gesagt, wir haben echt noch gute Spieler auf der Warteliste, wenn sich hier immer nicht alle so ganz zum Kampf melden sollten, was eigentlich so ja, der größte Kritikpunkt ist, sag ich mal. An sich spielen alle Leute aktiv, aber hier und da fehlt es mal halt eben an den Anmeldungszeiten. Da ja, packt das nicht ganz jeder, das ist immer so ein bisschen schade. Aber ansonsten eigentlich alles soweit noch in Ordnung, ne? So, ja, das auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, falls ihr auch noch Interesse haben solltet an der Gilde, dann schreibt da rechtzeitig den Offizieren oder mir soweit, denn dass ihr vielleicht Interesse habt, in Zukunft bei uns zu spielen. Wie gesagt, die Warteliste ist momentan ein bisschen gefüllt, deswegen könnte es da ein bisschen dauern, bis ja, bis ihr an der Reihe seid, ne? Aber man weiß ja nie, was in Zukunft noch so passieren wird, ne? Oh, Mist, da war gerade Holz gewesen, das hätte ich gebrauchen können. Ja, man weiß nie, was in der Zukunft so passieren wird. Ob noch Leute irgendwann mal abspringen oder inaktiv werden oder irgendwas dazwischen kommt, ne? Man kann es ja nie wissen. Oder doch eventuell
Interesse haben, in einer anderen Gilde zu spielen. Man weiß es ja alles nicht, ne? Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man ein paar Leute auch auf der Warteliste hat. Und das gibt einem dann halt auch ein gutes Gefühl, sag ich mal, zu wissen, jo, falls uns jemand verlassen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann haben wir direkt einen in der Hinterhand. Das muss man auch tatsächlich haben, weil niemand möchte lange Zeit gerne mit 49 Membern in der Gilde spielen. Das ist natürlich ganz klar. Auch Ritterhallenpunkt technisch gesehen ist das natürlich auch ziemlich vom Nachteil. Und da müssen wir halt eben auch drauf achten als Gilde, dass wir das dann auch soweit gewuppt bekommen. Ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, zu mir. Ich bin hier auf Platz 23 momentan gerade, springe immer ein bisschen hin und her. In den Dungeons bin ich noch nicht großartig weiter. Hier fehlt mir noch Olymp. Ich kann besiegen jemanden, und zwar den Leander. Der hat ganz gute Chancen, dass wir den down bekommen. Also wir können auch noch ein bisschen Dungeon-Action machen, diese Folge hier. Und gucken, ob wir hier Leander, den Anzüglichen, besiegen können. Und haben es tatsächlich auch geschafft. Ja? Sehr, sehr nice. Grüße gehen raus an Leander, ja, an der Stelle. Oha. Aber ordentlich hier gecarried, die Begleiter. Mal schauen, was haben wir hier rausgecached? Ja, gut. Ist jetzt nicht unbedingt ein Item, was man jetzt so benötigt. Ja, da war der Leander ein bisschen knauserig mit den Ausschenken von Items hier. Mal gucken, wie der nächste Gegner aussieht. Das ist ein Intelligenzgegner. Ja, ich bezweifle, dass wir hier großartige Chancen haben. Wo ich nochmal ganz gerne nachgeschaut hätte, ob der Gegner funktioniert, ob das klappt, wäre in der altehrwürdigen Zauberschule. Da können wir gleich nochmal reinschneiden. Oh, tatsächlich haben wir hier auch Hanna die Höllische besiegt in der Schattenwelt. Damit habe ich jetzt nun gar nicht gerechnet. Aber anscheinend hat es ganz gut funktioniert. Gut, wir haben auch ein bisschen reingelackt. Das muss man auch mal dazu sagen. Intelligenzschuhe haben wir hier. Ja, gut. Kann man jetzt schon fast austauschen, würde ich sagen. Ja, machen wir auch mal. Komm. Edelsteinsockel kriegst du und dann machen wir da gleich auch den Platz frei hier, dann kriegt er auch noch gleich hier einen legendären Gem. Mir hat gerade das Wort gefehlt. Ja, aber keinen so guten. Wir nehmen mal ein bisschen schlechteren für die Begleiter. Die Begleiter sollen natürlich auch irgendwann mal full orange rumlaufen. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. Ne? So, mal gucken, wer ist denn hier der nächste? Alex. Wie sieht es denn hier aus? Stärke. Ja, okay. Ne, den lassen wir in Ruhe. Der muss nicht unbedingt sein. Aber wir haben schon einen mehr gelegt, als ich gedacht hätte. Das ist schon mal gut. Mal gucken. Gut. Ja. Könnte tatsächlich auch klappen. Also, der erste Try sah ja schon mal richtig vielversprechend wie Stotterer aus. Ja. Oh, nice. Da haben wir den auch down. Mensch, das geht ja heute hier einwandfrei. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Auch hier wieder die Kunigunde ordentlich reingecarried und ich brauchte gar nicht mehr sehr viel machen. Ja, ist ja nice. Dadurch, dass ich hier halt eben nicht so großartig Dungeons spare. Apropos Dungeon sparen, da können wir gleich nochmal reinschauen zum Vergleich zu Paul, wo der gerade steht und wo ich gerade stehe. Weil wir machen ja dieses Projekt. Paul spielt halt eben so ganz normal weiter und er spielt nicht ganz normal weiter, sondern der spart sich die Dungeons und ich spiele normal weiter. So, wird ein Schuh draus, ja. Und dann wollen wir halt eben vergleichen, wer nachher am Ende dann ein bisschen besser dasteht, ob der sich die Dungeons gespart hat, da oder ne, was für einen Vorteil der hat, wie viel besser der ist. Ne? Dungeons sparen an sich ist ja schon effizienter als Dungeons direkt zu nehmen, das ist ja nun mal so, ne? Aber wie hoch und wie weit der Vorteil dann sein wird, ja, sehe ich auch gerade hier, der Paul, der ist zu sehr im Path of Exile Grind drin. Ist ja auch 2 Tage schon nicht mehr online gewesen. Das sieht man natürlich als ehemaliger Gildenleiter nicht so gerne. Paul, da muss ich dir mal wirklich mal irgendwie mal, wenn ich dich besuchen komme in Kassel, mal eins auf die Finger kloppen hier. Ne? So kann das ja nicht weitergehen mit dir hier. Ja, also, ja, stat-technisch bin ich natürlich schon deutlich vor dem Paul. Auch Basispunkte bin ich da schon ein bisschen
Bisschen höher, Ausdauer hat er noch ein bisschen mehr, aber ich habe deutlich mehr Stärke, was Basispunkte angeht. Ne? Aber auch hier, ne, da müssen wir mal mit dem Zeigefinger auch mal drauf zeigen. So geht das natürlich auch nicht weiter hier, ne? So, dann machen wir mal kurz die Unterweltangriffe. Zack. So sieht das aus. Gut. Und ansonsten, gut, den Drehwurm können wir noch machen. Und dann sind wir für die Folge heute erstmal soweit am Ende. Ihr habt ein kleines Update bekommen, wie es hier auf W50 momentan gerade aussieht. Ja, irgendwas verkaufen hier. So. Gut. Haben wir das soweit auch wieder fertig. Bisschen Holz bekommen, das ist sehr gut. Ja, für den Minenausbau. Ansonsten, ja, ein Epic müssen wir noch ins Klöchen schmeißen hier. Zack. So, Intelligenzschuhe. Ja, die hätten wir mal gleich nehmen sollen. Bisschen weniger Rüstung, aber die wären auch nochmal 15 Stat-Punkte besser gewesen. Weil es halt Legendary Items sind, ne? Na gut, okay, das soll es aber jetzt wirklich soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.